Hallo und herzlich willkommen zum Teil 5 unserer Serie zu den Samsung Galaxy Buds 3 Pro und wir wollen sie heute einmal vergleichen mit den Samsung Galaxy Buds 2 Pro, also der letzten Generation. Die beiden gucken wir uns heute mal an und ich halte für jeden von beiden so ein kleines Plädoyer, was knapp über eine Minute lang ist und verrate euch am Ende auch, welchen Kopfhörer ich persönlich aktuell kaufen würde. Das ist natürlich immer eine subjektive Entscheidung und meine eigene Meinung. Rein objektiv gibt es da sicherlich andere Gründe, aber das schauen wir uns in dem Video mal an. Wir fangen an mit den Samsung Galaxy Buds 2 Pro, also der letzten Generation sozusagen von Ohrhörern, die Samsung herausgebracht hat. Damals habe ich gesagt, es ist der beste Ohrhörer, den Samsung jemals herausgebracht hat. Und dazu würde ich tatsächlich auch heute noch stehen, zumindest in gewissen Teilen. Also die Verarbeitung und die Optik gefallen mir weiterhin richtig gut. Dieses mattschwarze, ich mag es einfach, ich finde es optisch ansprechend. Mir gefällt auch, dass dieser Stummel nicht da ist. Vom Sound her sind die Dinger absolut überragend. ANC funktioniert extrem gut, zumindest für Samsung-Kopfhörer. Was nicht ganz so gut ist, sind die Touch-Bedienflächen. Da gibt es dann so ein bisschen Probleme. Deswegen schalte ich das da immer aus. Und wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, bekommt ihr sogar noch einen deutlich erweiterten Funktionsumfang, wobei ich persönlich sagen muss, brauche ich gar nicht unbedingt, weswegen ich denke, dass die Samsung Galaxy Buds 2 Pro definitiv auch für Nutzer sind, die kein Samsung Smartphone haben, denn ihr bekommt ja trotzdem einen absolut hervorragenden Sound, gutes ANC, tolles Telefonieverhalten und auch eine tolle Optik bzw. tolle Verarbeitung bei den Buds 2 Pro. Ja, die Buds 3 Pro sind ja das Neueste, was Samsung jetzt auf den Markt gebracht hat und man muss tatsächlich sagen, von der Optik her gefällt mir dieser Pinüppel nicht so gut, ist aber eine rein persönliche Meinung, habe schon von vielen gehört, dass sie sehr, sehr gut aussehen und dass die Optik sehr gut gefällt. Was allerdings wirklich gar nicht gut ist, ist die Verarbeitung, sowohl von dem Gehäuse als auch von den Ohrhörern selber. Das fühlt sich billig an, das ist für den Preis nicht in Ordnung, ich habe es beim Einzeltest schon gesagt. Vom Grundsatz her, das was drin steckt, die Technik, die ist natürlich nochmal besser als bei den Buds 2 Pro. Aber, viele Funktionen sind Samsung-only, sprich, wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, profitiert ihr davon, Galaxy AI und so weiter und so fort, Übersetzungsfunktion. Das ist etwas, was definitiv eher was ist für Samsung Galaxy Smartphone-Besitzer, als vielleicht, wenn ihr von anderen Marken kommt. Ich sage nicht, dass die Buds 3 Pro nicht auch mit anderen Smartphones gut funktionieren. Sound ist top, absolut top, wirklich richtig, richtig gut. ANC ist gut, Telefonieverhalten ist gut, die Touch-Oberflächenbedienung ist gut. Also alles, was drin steckt, ist richtig, richtig stark. Aber ihr seid bei manchen Funktionen, und das ist die Zukunft halt auf Samsung-Smartphones angewiesen. So, welche würde ich mir jetzt kaufen? Und da ist ein kleines bisschen, ja, ich bin zwiegespalten. Ich habe bei den Einzeltests schon gesagt, die ihr im Übrigen auch euch natürlich angucken könnt. Die gibt es quasi in ausführlicher Form noch als Einzeltests, beide Kopfhörer auf diesem Kanal. Ich persönlich würde sagen, die Samsung Galaxy Buds 3 Pro sind definitiv was für Early Adopter. Wenn ihr dabei sein wollt und ein Samsung-Smartphone besitzt, euch die Haptik nicht ganz so wichtig ist, dann könnt ihr auf jeden Fall dazu schlagen, weil es sind technisch natürlich die besseren Kopfhörer. Ich persönlich würde aber die Buds 2 Pro nehmen, einfach weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her besser sind und eigentlich in vielem nicht schlechter sind als die Buds 3 Pro, solange ihr nicht Galaxy AI und Co. nutzen wollt. Das ist meine persönliche Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, welche ihr bevorzugen würdet. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.